Falls du dich ärgerst, dass Bosch Professional keinen Weihnachtskalender rausgebracht hat, gar kein Problem. Heute machen wir uns einen Weihnachtskalender. Ich zeige dir jede Menge Dinge, die du in genau sowas hier reintun kannst, in so kleinen Säckchen. Da kannst du hier oben so einen Weihnachtskalender bauen. Oder du möchtest so einen richtig großen Weihnachtsstrumpf füllen, gar kein Problem. Wir haben heute jede Menge Anregungen für Werkzeugbegeisterte in diesem Video. Nummer 1, ein Cuttermesser. Ich muss sagen, ein Cuttermesser kann man immer gebrauchen. Ein Cuttermesser, das passt doch wunderbar in so ein Türchen rein. Zack. Und man erkennt überhaupt nicht, aber wirklich gar nicht, was drin ist. Oder? Jetzt wird es etwas größer. Ui, hier haben wir nämlich ein Geschenkeset. Da sind verschiedene Dinge drin. Das ist schon ein größeres Set. Kannst du ja zum Beispiel auch auseinandernehmen. Und da drin hast du erstmal, wie heißt das eigentlich? Mütze? Hast eine Mütze auf jeden Fall dabei. Und dazu gehört genau das hier. Ein ganzes großes Set mit jede Menge Bits und so weiter und so fort. Allein das hier ist doch quasi schon Weihnachtskalender. Das heißt, du kannst einfach sagen, ich nehme ein paar Bits, tue sie in so ein paar Türchen rein. Dann zum Nikolaus zum Beispiel kannst du ja auch das Set verschenken und danach kann man es dann immer noch mal vervollständigen. Und als Highlight zum Beispiel bekommt man am Ende zum 24. vielleicht eine Mütze oder das Cuttermesser. Das nächste. Wir haben, muss ich auch sagen, was sehr Sinnvolles und auch sowas passt super in einen Weihnachtskalender. Wir können das hier aufmachen. So. Und dann ist da drin eine Bohrkrone plus ein Marker. Beides zusammen in einem Set. Zum echt attraktiven Preis. Blenden wir dir auch unten hier mal hin. Wir haben hier einen Marker. Damit kannst du wunderschön markieren. Ja, hier einfach mal zack. Geht wunderbar. Dann haben wir noch eine Lochsäge. Und ich muss sagen, eine Lochsäge macht richtig Sinn. Wir haben hier folgendes: Schnellspannvorrichtung. Ihr könnt es einfach rausnehmen. Hier auch den Bohrer auswechseln, das Ganze wieder rein. Moment. So, und können damit entsprechend sägen. Hier haben wir noch Konnektoren auch gleich mit dabei. Das Schöne hier an dem ganzen System ist, dass du hier deine verschiedenen Lochsägen hier einfach austauschen kannst, sehr schnell zwischen den verschiedenen wechseln kannst. Und du hast hier die Möglichkeit, hier mit dem Schraubendreher reinzugehen und zum Beispiel auch Material zu entfernen, was hier drin ist. Ja? Du kannst damit übrigens auch echt viele verschiedene Dinge sägen. Und zwar, gucken wir mal rauf, wir können sägen damit Metall, Fliesen, Ziegel, Holz mit Nägel oder sogar Kunststoff. Alles mit einer einzigen Bohrkrone. So, jetzt mal etwas größer, eine komplette Werkzeugtasche, sogar mit was drin. Die Werkzeugtasche erstmal an sich ist eine Pro-Klick-Tasche. Was heißt, du kannst jede Menge ranklicken, aber nee, vor allem passt das Ganze unten an eine L-Box ran. Hier sieht man das Ganze. Ja? Du kannst auf eine L-Box draufklicken, du kannst auch dann so die L-Box wegtragen. Aber wir haben hier sogar noch ein Inlay dabei. Denn hier kannst du auch einen kompletten Weihnachtskalender draus bauen. Ja? Also das geht richtig gut oder es jemanden oder dir auch selber schenken. Ich muss sagen, eine Werkzeugtasche braucht man doch, oder? So, erstmal, wir machen das mal auf. Denn wir haben hier Folgendes mit dabei. Denn du kannst im Grunde ja, das hier zum Beispiel zu Nikolausi schenken oder dann am Weihnachtstag an sich. Und das andere alles dann davor oder danach. Denn wir haben hier drin ja, eine Kombizange, einen Seitenschneider, ja, alles mit dabei. Dann haben wir noch dabei eine Spitzzange hier, und auch das haben wir mit dabei. Also ist schon cool, also ich muss sagen, alles gleich mit dabei. Grundausstattung hat man dann schon mal. Was ist hier drin? Da müssen wir jetzt alles zusammen durch. Wir haben hier einen Meißel, also einen STS Plus Meißel, da kannst du ordentlich was mit wegmeißeln. Dann haben wir noch dabei, das hatten wir doch gerade schon, genau, wieder unsere Lochsäge mit dem Power Change Adapter. Und dann haben wir auch noch dabei richtig gute Bohrer, nämlich die guten 7X Bohrer. Haben wir mal hier, das haben wir schon mal ausprobiert, 5, 6, 8, 6, 6, also wie ist denn 6 zweimal drin? Ja, ach so, verschiedene Längen, ja genau. Wir haben hier also, wir haben 5, 6 und 8 und nochmal 6, 8, 10, 12 und die Bohrer hier, das sind 7X Bohrer, haben eine extreme Standzeit. Wir haben hier eine Karbidkrone und damit kannst du auch mal durch härteres Material, oder wenn du da mal ein bisschen Metall triffst, dann verglüht das hier nicht gleich, auch mit arbeiten. Das ist echt eine lange Standzeit und das ist ein echt cooles Geschenk. Aber guck mal, Türchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verpackung noch dazu, 8 Türchen schon erledigt. Moment! Da ist sogar noch ein Inlay drin. Das ist ja genial. Wartet mal. Das heißt, ich kann das Ganze hier noch einsetzen. Oh, das ist ja wirklich cool. So. Geil. Guck das doch mal an, wie das hier schön drin liegt. Und wenn du jetzt sagst, da hast du richtig Lust drauf und möchtest wissen, welche Produkte es im genauen sind, schau einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da findest du wie immer alles verlinkt.
Oh ja, ganz wichtig, Wasserwaage. Eine Wasserwaage braucht man doch immer. Und hier haben wir nicht irgendeine Wasserwaage, sondern, warte mal, wozu brauche ich bei einer Wasserwaage Batterien? Ganz einfach, wir haben hier eine digitale Wasserwaage. Batterien gehören gleich mit dazu und Wasserwaage ist hier drin. Und ja, für diese Wasserwaage brauchst du eine Anleitung und das ist hier eine ordentliche Anleitung. Du solltest sie auch wirklich mal durchlesen, weil die kann mehr als man denkt. Ich gehe jetzt auch nicht auf jede Funktion ein. Du kannst hier zum Beispiel auch schauen, in welchem Winkel bist du denn? Bist du jetzt hier gerade bei 90 Grad und so weiter und so fort. Denn ich möchte sogar auf was ganz anderes hinaus. Also wirklich eine sehr hochwertige, richtig gute Wasserwaage. Wenn du zum Beispiel sagst, sie ist im Wasser, dann piept sie zum Beispiel. Ja? Wenn ich mich richtig erinnere, hat die sogar einen Laser drin. Nee, das hatte diese Version. Doch, die hat auch einen Laser drin. Ja? Das hier, da kannst du die Wasserwaage entsprechend verlängern und so weiter und so fort. Coole Sache. Was ich aber zeigen möchte, ist noch was anderes, nämlich wenn du durch Zufall das hier auch schon verschenkst, hast du hier eine Geheimfunktion drin. Du kannst nämlich das machen, kannst das machen, kannst das ansetzen und kannst sogar die Wasserwaage damit transportieren. Also quasi ein Muss. Wenn du das eine kaufst, gehört das andere dazu. So, was haben wir denn da? Ah, richtig genial. Erstmal Stichsägeblätter. Kann man immer gebrauchen, hat man auch nie genug von. Und bei denen hier hat man einen richtigen guten Trick, würde ich gar nicht sagen, sondern hier ist was richtig Geniales, nämlich das ist Two-Side Clean. Wenn du mit einer Stichsäge arbeitest, hast du ja immer eine Seite, die ausreißt, eine Seite, die richtig gut aussieht. Hier ist es so, dass beide Seiten richtig schön bleiben und du keine Ausrisse hast. Nahezu keine. So, was haben wir denn hier? Ah, ja, hier haben wir was wirklich Geniales. Das ist etwas für jemanden, der schon richtig viel Werkzeug hat und das unbedingt mal ausprobieren sollte. Wir haben hier eine Scheibe für einen Winkelschleifer. Aber nicht einfach irgendeine Scheibe, sondern das Ding ist echt massiv. Ich glaube, das wiegt, das könnte schon 1 Kilo sein. Wir haben hier eine Scheibe mit aufgebrachten, ich weiß nicht, was es ist. Also mit einem aufgebrachten Material, was dafür da ist, um Holz abzutragen, beziehungsweise auch, wenn du richtig fett Lack auf ein Stück Holz drauf hast, kannst du mit dem Winkelschleifer das hier abtragen. Und dann ist der Lack auf jeden Fall weg und das Holz müsst du nachher ein bisschen nachbearbeiten, aber damit kannst du sehr schnell sehr viel abtragen. Zusätzlich ist die Scheibe hier nicht gerade, sondern ist gekröpft. Das heißt, du kannst mit der Scheibe auch Folgendes machen. Du kannst zum Beispiel so eine Skulpturen, wenn du so mit einer Kettensäge was machst oder, kannst du Skulpturen so ein bisschen feiner nachbearbeiten, so Rundungen ran tun. Oder du kannst auch ein ganzes Stück Holz nehmen und kannst da so eine Art, wie sagt man das am besten, kannst du eine Vertiefung reinschleifen oder zum Beispiel ein Waschbecken bauen. Das würde alles damit gehen. Wenn du das aber nicht brauchst, sondern nur flächig arbeiten willst, gibt es natürlich auch ein Flach. Ah, ja, was ganz Wichtiges für euch. Und zwar haben wir hier Schleifmittel, und zwar gleich 2. Wir haben einmal hier ein Schleifmittel für einen Schleifblock. Nehmen wir an, du sagst, okay, ich möchte noch mit einem normalen, einfachen Schleifblock arbeiten. Dann hast du hier ein perfektes Schleifmittel, drumherum legen, kannst du Dinge schleifen und das ist extrem widerstandsfest und reißfest. Und reißfest, muss ich sagen, ist genau das Thema. Wir gucken hier auch einmal rein. Wir haben hier Foilpapier drin. Das heißt, wir haben hier Folienschleifmittel. Und das Gute hier dran ist, du kannst zusammenknittern, du kannst es auch mal auseinandernehmen. Du kannst zum Beispiel auch mal einen Schleifblock benutzen, kannst wieder zurück auf deine Maschine packen. Funktioniert. Das ist extrem widerstandsfähig und du kannst es für diverse Materialien nehmen. Hier ist ja auch schönes Piktogramm drauf. Holz, Kunststoff, Metall und so weiter und so fort. Und das Zeug hier ist richtig genial. Und jetzt hast du hier ein ordentliches Geschenkeset. Ja? Du kannst ja folgendermaßen machen. Du kannst ja 4 verschenken und 1 behalten. Das hier braucht eigentlich jeder, weil jeder braucht eine Oberfräse. Leute, ich liebe Oberfräsen und für eine Oberfräse ist es auch genial, wenn du einfach mal ein Komplettset hast. Hier hast du wirklich ein komplettes Set mit allem drum und dran. Du hast hier wirklich, ich gucke mal selber drauf, du hast hier, willst einen Nutfräser, dann hast du hier einen 6er, einen 8er, einen 10er, du hast mit Anlaufringen, du hast Falzfräsen, du willst sonst was, alles drin. Ja? Dein Anlaufring geht kaputt, kein Problem, hast du hier sogar noch Ersatzanlaufringe. Das Set hier kostet nicht viel und du hast so viele Fräser da drin, irgendwann davon brauchst du jeden. Hä? Was? Hier auch ein Komplettset, also ein größeres Set. Hier, du willst bohren? Du kannst bohren. Mit dem hier kannst du richtig bohren. Du hast hier eine schöne Kiste und in der Kiste haben wir Folgendes. Wir haben erst einmal Metallbohrer, wir haben Holzbohrer und wir haben Multi-Construction-Bohrer. Bei denen hier nochmal ganz besonders, hier kannst du mit bohren. Fliesen, Metall, Holz und Kunststoff. Alles mit einem. Wenn du fertig gebohrt hast, was machst du dann? Häufig auch was anschrauben und deswegen hast du noch ein Bitset dabei.
Habe ich selber. Also die Tasche auf jeden Fall. Glaube ich zumindest. Wir machen es mal richtig hier, so wie bei Weihnachten. Auspacken. Hier drin haben wir erstmal eine Tasche. Das heißt, auch hier kannst du wieder dir zum Beispiel sagen, Mensch, du machst kleine Geschenke, packst die alle in diese Tasche rein. Guck mal, du hast ja eine wunderschöne Bosch Expert Tasche. Die ist auch wirklich gut. Das ist so eine, ja, die haben so einen Namen, so eine Nasstasche, Wintertasche. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Die habe ich ein paar Tage schon mal rumgetragen auf dem Rücken. Trägt sich für dich ganz angenehm. Das ist so ganz leicht anders. Wir haben hier drin Nüsse. Und zwar haben wir Halbzollnüsse mit einer Kindersicherung. So, dann hier haben wir noch Folgendes. Mit einer Hexaufnahme. Tatsächlich. Das heißt, wir haben hier einen Adapter von Hex, also von Halbzoll auf Hex, gleich mit dabei. Das finde ich das ist manchmal extrem nützlich. Warte mal, hier ist noch mehr drin. Und zwar haben wir hier drin noch genau eine 125er Scheibe, denn wir haben hier das Diamond Metal Wheel. Wir haben hier eine Scheibe, mit der du Metall schneiden kannst. Und das Wichtige ist, die Scheibe ist auch aus Metall. Das heißt, wir haben keine Verbundscheibe, wir haben ja eine Metallscheibe, mit der wir entsprechend wunderschön Metall schneiden können. Viel höhere Sicherheit, geht nicht kaputt, wird nicht kleiner, hast du eine Menge Vorteile von. Zusätzlich haben wir hier Säbelsägenblätter, und zwar nicht irgendwelche, sondern Säbelsägenblätter mit einer extrem hohen Standzeit. 3 Stück. Ich würde sagen, damit kommst du so weit wie mit 10, 20 herkömmlichen, mal gucken, was hier drauf steht. 100 mal längere Standzeit. Die Standzeit dieses Blattes ist wirklich extrem. Ich habe damit schon eine Bahnschiene durchgesägt, denn wir haben hier Carbide-Zähne hier unten dran aufgebracht. Jede einzelne Zahn wurde hier aufgelötet. Du kannst damit eine ganze Bahnschiene durchsägen. Und was machst du danach? Nochmal eine Bahnschiene durchsägen und dann nochmal eine Bahnschiene durchsägen, weil das immer noch wirklich hält und nicht weggeglüht ist. Ich finde die Dinger richtig genial. Wenn du es noch nicht probiert hast, unbedingt auch hier 2 verschenken, 1 behalten. Uiuiui. Wir haben noch eine Scheibe. Wir hatten ja gerade schon das Thema Winkelschleifer, denn wir haben hier erstens eine X-Log-Scheibe drin. Das heißt, es ist für X-Log Winkelschleifer. Wenn du keine X-Log Winkelschleifer hast, gar kein Problem. Du kannst es in jeden herkömmlichen Winkelschleifer auch einsetzen. Das funktioniert, das ist kein Thema. Mit der Scheibe kannst du Marmor schneiden oder Fliesen, Feinsteinzeug und so weiter schneiden. Das funktioniert. Und was haben wir noch dabei? Einen passenden Bohrer. Den kannst du einfach in den Akkuschrauber einsetzen. Das ist eine sehr besondere Form. Damit kannst du, ich lese extra vor, du kannst damit Glas, Ziegel, weiß ich nicht, was es ist, Fliesen oder Feinsteinzeug schneiden. Also du kannst ja wirklich viel verschiedenste Material damit schneiden bzw. bohren. Und der große Vorteil ist, du nimmst einfach einen Akkuschrauber, setzt das an und das verglüht nicht. Das ist gewöhnungsbedürftig, weil die Schneide sogar asynchron ist, aber es funktioniert und die Dinger sind echt standfest. Hast du kein GOP, hast du kein GOP. Vielleicht ist es ja so, dass du dir selber ein GOP schenkst oder schon mal einen geschenkt hast. Dann brauchst du auf jeden Fall die passenden Blätter. Hier hast du eine Auswahl an verschiedenen Blättern und ich sage mal eins, genügend Blätter für einen Multicutter kann man nie genug haben. Das ist eine geniale Sache. Wenn du zum Beispiel einen Multicutter hast oder derjenige also ein GOP hat, einen Multicutter von Bosch, dann fehlt dir genau das Teil garantiert. Wir haben hier einen Tiefenstopp. Das kannst du einfach ansetzen und wenn du mit Multicutter arbeitest, hast du manchmal genau folgendes Thema. Du willst ja nicht unendlich tief arbeiten oder die Klinge ist vielleicht auch ein bisschen länger, sondern du möchtest sagen, genau 2 cm möchtest du ins Material rein. Das kannst du hiermit machen und damit ist es kinderleicht. Das darf natürlich nicht fehlen. Wir hatten es vorhin auch schon mal in anderer Zusammenstellung. Ein richtig guter Bitsatz sollte auf jeden Fall in jedem Sortiment dabei sein. Und du weißt ja, du kannst hier relativ einfach entsprechend deinen Weihnachtskalender damit bestücken. Oder es auch im Ganzen verschenken oder dir selber schenken. Gar kein Problem. Nochmal wie vorhin der Hinweis, alles was wir heute hier auf dem Tisch hatten, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit du nochmal nachschauen kannst, was genau hatten wir hier. Du siehst also, es gibt verschiedene Geschenkesets, Geschenkemöglichkeiten. Du kannst dir selber schenken, du kannst jemand anders was schenken oder du kannst dir einen eigenen Weihnachtskalender bauen. In dem Sinne, ho, ho, ho und frohe Weihnachten.